Hallo meine Lieben, heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch die neue kleine Stickmaschine, nämlich die Brother Skitch oder auch bekannt als Brother PP1 oder auch bekannt als Brother Kaffeemaschine. Ich habe die schon ein paar Tage bei mir aber ich wollte die wirklich mit euch zusammen dann auch ausprobieren und ich habe das ein bisschen aufgeteilt, damit das Video heute nicht so lange wird. Von dem her gibt es heute gucken wir uns die Maschine an und machen ein erstes kleines Projekt. Dann am zweiten Tag mache ich so, dass ich ein bisschen was über das Zubehör erzähle, das heißt Nadeln, Fliese, Faden oder Garn. Das ist am zweiten Tag dran. Dann am dritten Tag gucken wir uns die App an, mit der ihr die Maschine bedient. Und am vierten Tag wird so richtig kreativ. Da gucken wir uns verschiedene Dateien an und setzen die auch um. Das heißt, ihr kriegt jetzt quasi 4 Tage lang Videos zur Brother Skitch. Und heute starten wir eben mit der Maschine. Bevor ich auf die Spezifikation der Maschine eingehe, vielleicht noch so ein paar Worte. Für diejenigen, die dachten, sie wollen mit dem Sticken anfangen, aber eigentlich wollten sie eine größere Maschine haben, aber jetzt erstmal die hier. Ihr müsst natürlich dann auch eure Erwartungshaltung anpassen, ne? Weil es ist logisch, dass eine Maschine hier in der kleineren Preisklasse weniger kann als jetzt eine Maschine in einer größeren Preisklasse. Das wollte ich einfach sagen, nicht, dass ihr enttäuscht seid, sondern wir sprechen hier von einer wirklich tiefen Preisklasse von rund 500 Franken oder Euro. Ja, da müsst ihr natürlich dann auch eure Erwartungshaltung an das, was sie kann, doch so ein bisschen zurückschrauben. Nicht, dass die Maschine nicht gut ist, aber einfach nur, wenn man denkt, dass man das Gleiche machen kann wie mit einer hochpreisigen oder eine Maschine in einer höheren Preisklasse, ja, dann wird die Enttäuschung da sein. Jetzt für wen ist diese Maschine? Ich denke gerade für die, die eben sich denken, ich möchte wirklich super gerne mit dem Sticken anfangen, aber jetzt nicht gleich einen Riesenbetrag in eine große Stickmaschine investieren, sondern erstmal gucken, ist das überhaupt etwas für mich? Da kann ich die wirklich empfehlen, weil die ist eben vom Preis her wirklich super und ja, ihr könnt damit wirklich auch schon viel machen. Die Einschränkungen gucken wir uns nachher noch an. Ich habe auch eine größere Stickmaschine von Brother, aber ich wollte die trotzdem haben, weil ich denke mal, das wird auch vielen von euch so gehen, dass ihr, wenn ihr eine größere habt, dass ihr ein Flachbett habt. Das heißt, wenn ihr irgendetwas besticken wollt, was schon vernäht ist, dass ihr das quasi wieder die Nähte auftrennen müsst und dann das Ganze besticken und dann wieder zunähen, weil ihr eben keinen Freiarm habt. Und deshalb war das für mich auch ein Thema, wo ich gesagt habe, die will ich unbedingt haben, wenn ich gerade so kleinere Sachen machen will, wo ich zum Beispiel einen Ärmel rein oder sowas, dass ich nicht das Flachbett habe, sondern eben hier Freiarm, dass ich das einfach drüber stülpen kann über den Rahmen und dann das so besticken kann, ohne das vorher aufzutrennen und wieder zu vernähen. Und auch für Leute, dann kommt ein 10×10 Stickrahmen dazu. Das heißt, das wird auch nicht größer gehen, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, ne, das ist die Größe, mit der ich fahren will, ich will gar nichts Größeres machen, auch in Zukunft nicht, weil ich weiß genau, was ich damit anstellen will. Von dem her ist, denke ich, auch das eine super Option. Weil man muss schon bedenken, die nimmt wesentlich weniger Platz weg als jetzt eine große Stickmaschine. Kommen wir auch gleich zu den Spezifikationen von der Größe. Hier sind wir bei 23 cm mal 31 cm mal 44 cm und das Gewicht ist 7,53 Kilogramm. Vielleicht auch beim Hochheben, man hat so die Tendenz, weil man hier wunderbar drunter kommt, dass man das so hochheben will. Bei dem Gewicht wunderbar, aber also ihr könnt mit einem Arm hier, aber dann fasst es auch mit dem anderen Arm irgendwo unten an, damit ihr das Gewicht nicht hier drauf habt, sondern auf beiden Armen verteilt.
Ist ein bisschen langlebiger auch für die Maschine. Arbeitsbereich eben basierend auf dem Stickrahmen. Da habt ihr 10 x 10 cm. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Designs kauft, dann müsstet ihr dann auch entsprechend die 10 x 10 cm auswählen, da wo ihr das kauft, weil ihr könnt jetzt nicht wie mit Plotterdateien die Größe einfach so anpassen. Man sagt beim Sticken eigentlich so Maximum, sagen wir 10% vom Motiv, vom ursprünglichen Motiv, größer oder kleiner. Wenn ihr das größer oder kleiner als die 10% verändert, dann ja, kann das Stickbild dann einfach wirklich nicht mehr schön aussehen. Ich habe auch schon oft die Frage gesehen, kommt da noch ein größerer Stickrahmen? Das wird nicht möglich sein aufgrund der Konstruktion. Aber was ich schon gehört habe, dass ein 7 x 7 cm Rahmen noch kommt, das heißt ein kleinerer, was zum Beispiel dann auch super ist, wenn ich Ärmel besticken will, weil ich will ja dann meinen Stoff auch nicht extrem dehnen, wenn ich das besticke, sonst sieht das dann auch wieder doof aus, wenn ich das dann rausnehme und das wieder sich zusammenzieht. Also da habe ich gehört, kommt noch ein 7 x 7 Rahmen dazu. Ansonsten 400 Stiche pro Minute. Ihr habt eine manuelle Fadenspannung, die gucken wir uns nachher noch an. Ihr habt einen Spulensensor, ihr habt einen Unterfaden-Spulensensor und da auch drauf gucken, dass ihr jetzt nicht irgendwie andere Spulen verwendet. Ihr habt 2 mitgeliefert, weil eben wenn ihr zum Beispiel die Metallinnen nehmt, dann sieht er das auch nicht mehr, der Sensor, wie viel Faden da drauf ist. Von den Formaten her, die ihr verwenden könnt, in der App drin habt ihr PES, PHC, PHX und die DST-Dateien. Verbunden wird das Ganze mit Bluetooth und was auch super praktisch ist, ihr habt einen automatischen Fadenabschneider. Jetzt gucken wir uns die Maschine kurz ein bisschen genauer an. Ihr habt hier die Fadenführung, dann habt ihr den Garnrollenstift, den könnt ihr so hochklappen, wenn ihr den verwendet. Dann habt ihr die Aufspulvorrichtung, wenn ihr da den Unterfaden aufspult, eben auf diese kleinen Rollen. Und da nur ein Hinweis, ein Stickgarn ist nicht ganz billig. Und da macht es bei den meisten Dateien keinen Sinn, wenn ihr das Stickgarn aufspult, sondern da nehmt ihr einen speziellen Bobbin, der auch günstiger ist als das normale Stickgarn, weil das ist quasi, das sieht man dann nur von unten, vom Stickbild her. Dann auf der rechten Seite habt ihr natürlich überall die Angaben, wo der Faden durch muss und hier habt ihr einen Knopf, mit dem ihr die Fadenspannung einstellt. Und dann hier drüben seht ihr auch schon, das ist im Moment zusammen, das ist ein graues Teil und die Metallplatte, das geht auseinander, wenn der Rahmen eingespannt ist und um das Ganze auszulösen, drückt ihr da einfach quasi das wieder zusammen. Dann könnt ihr den Rahmen rausnehmen, das auf dieser Seite. Dann auf der Seite habt ihr den Hebel, um den Faden einzufädeln und hier auf der Seite habt ihr auch den Fadenabschneider. Dann vorne habt ihr die Knöpfe und ihr habt hier kein Display dran. Ihr bedient das Ganze eigentlich über die App plus über diese Knöpfe. Ganz oben habt ihr den Bluetooth, also die Bluetooth-Taste. Dann habt ihr die Annahmetaste. Dann die Nadelposition, ob, hoch oder runter. Den Fadenabschneider, wenn ihr das nicht automatisch eingestellt habt. Und dann die Start-Stopp-Taste. Dann hier hinten, das was ihr von der Seite fast ein bisschen besser gesehen habt, habt ihr eben diesen Stickwagen, wo ihr den Stickrahmen anbringt. Hier unten habt ihr die Nadel. Ihr habt hier auf der Seite, könnt ihr mit dem Schlüssel das so öffnen, dass ihr die Nadel austauschen könnt. Dann habt ihr die Führung, wo die Sticknadel durchgeht. Dann habt ihr hier unten die Stickplatte mit diesem kleinen Loch, wo die Nadel immer runter geht. Das Fadenspulfach, wo ihr das Ganze hier rausnehmen könnt und hier eben euren Unterfaden reinmacht. Und ihr könnt es zusätzlich hier auch noch, wenn ihr da vorne drauf drückt, könnt ihr dieses Fach auch noch rausnehmen. Und wenn ihr das Ganze reinigen müsst,
könnt ihr dieses Teil rausnehmen und hier mit dem Pinsel, der mitgeliefert wird, könnt ihr das auch ein bisschen rauswischen. Es geht ganz einfach darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel oft mit Filz arbeitet oder mit einem flauschigen Stoff, dann können sich hier schon Material oder kann sich hier schon Material ansammeln, dass ihr das ab und zu einfach rausputzt. Dann natürlich auch gucken, dass das wieder schön drin liegt. Dann das hier wieder drauf schieben oder drunter heben und runterdrücken und dann hier das Fach auch wieder drauf. Dann kommen wir noch zum hinteren Bereich. Da habt ihr das Handrad für die Nadel hoch und runter zu machen. Dann haben wir hier einen Ausschalter und natürlich auch die Vorrichtung, um das Ganze an den Strom anzuschließen. Und ihr seht jetzt, wo ich euch alle Seiten gezeigt habe, dass ihr hier auch keinen USB-Anschluss habt. Das heißt, das Ganze wird wirklich über die App bedient für diejenigen, die sich jetzt gewohnt sind, mit anderen Stickmaschinen zu arbeiten, und mit USB wird das ein bisschen eine Umgewöhnung sein. Ich selber mag das, weil ihr kennt es auch aus anderen Videos, ne? Ich bediene sogar meinen Laser mit der App, weil ich es halt einfach super praktisch finde. Aber wenn ihr euch das anders gewohnt seid, ja, müsst ihr euch da so ein bisschen umgewöhnen, weil es hat eben keinen USB-Anschluss. Das heißt, ihr könnt auch keine Dateien dann wieder runterladen. Aber zum Thema App, da kommen wir dann heute ein kleines bisschen dazu, aber übermorgen zeige ich euch das Ganze dann auch noch im Detail. Dann kommen wir noch zum ganzen Thema, was wurde dazu geliefert. In dieser Box drinne habt ihr die Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung. Ihr habt hier schon ein erstes Teststück auch mit einem Aufbügelvlies. Dann den Rahmen logischerweise, das Kabel. Ihr habt hier 3 Aufsätze, einerseits für die, um den Faden oben festzuhalten, und die sind wichtig, weil es geht einerseits darum, den Faden festzuhalten, aber wenn ihr hier ab so einer Spule den Faden runternehmt, dann habt ihr hier oben immer so kleine Einkerbungen. Und wenn ihr da eine Spule dann in der passenden Größe drauf macht, verhindert ihr damit, dass sich der Faden dann in diese kleinen Kerbung verfängt. Das ist eine, plus dann, wenn ihr größere Kronen habt, dann könnt ihr den Aufsatz hier verwenden. Ihr habt 2 Bobbin, also 2 Unterfadenspulen, die auch schon bespult sind, also schon Faden drauf ist. Ihr habt hier eine kleine Schere mitgeliefert bekommen. Ihr habt ja auch ein Set an Nadeln schon. Dann hier ein Fadentrenner ist auch dabei. Das kleine Bürstchen, um eben unten Material rauszubürsten, was sich im Unterfadenfach gesammelt hat, und den Schlüssel, um eben die Nadeln auszutauschen. Die Anleitung, kann ich jetzt schon sagen, die ist wirklich super. Ist wirklich alles schön im Detail auch in Deutsch beschrieben. Und auch die Kurzanleitung, also das ist wirklich was ich euch wärmstens empfehle anzugucken, weil ihr alles schön beschrieben habt, plus, also einmal die Übersicht, plus dann habt ihr quasi bei jedem Schritt habt ihr einen QR-Code drinne, wo ihr wirklich ein kurzes Video, aber hilfreiches Video, wie ich finde, euch angucken könnt von Brother, wo das Ganze dann auch bildlich beschrieben ist. Das ist eigentlich schon alles, was ich euch hierzu sagen wollte. Jetzt stecke ich die mal an den Strom an und dann gehen wir mal Schritt für Schritt durch, damit ihr heute nicht nur Theorie habt, sondern auch seht, wie denn die ganze Maschine funktioniert. So, ich habe die Maschine an den Strom angeschlossen, ich habe sie eingeschalten, und wenn ihr dann im App Store sucht, ist das hier diese Brother Artspira App. Die könnt ihr herunterladen. Die App per se ist, also könnt ihr auch ohne Abo benutzen, das heißt, die ist gratis. Dann könnt ihr hier, wenn ihr noch kein Konto habt, euch anmelden. Dann müsst ihr euch hier die Nutzungsbedingungen angucken und OK drücken. Dann werden euch hier schon mal Designs angezeigt. Könnt ihr weiter sagen. Schritt für Schritt Projektanleitung, Zeitschriften, weiter, Erklärung weiter,
eigene Designs weiter, drahtlos weiter, gut. Dann seht ihr eigentlich auch schon von wegen Maschine einrichten. Gehen wir mal drauf. Dann habt ihr entweder Schneidermaschine und Stickmaschine. Ich sage Stickmaschine. Dann gehe ich zu Bluetooth. Erlauben. Dann sagt er, ich soll es eingeschaltet haben. Habe ich gemacht. Und dann sagt er, ich soll die Bluetooth-Taste an der Maschine gedrückt halten. Bis ihr ein Beep hört. Dann sage ich weiter. Dann erkennt er die Maschine auch schon. Ich kann die auswählen. Koppeln, gerne. Und dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Als nächstes sagt er euch, ihr könnt euch ein Stickmuster aussuchen, um das Ganze zu testen. Das heißt, ich nehme hier das Herz und sage Start. Dann kann ich sagen Erstellen. Rahmengröße fragt er natürlich den 10×10. Ich habe es jetzt in der Mitte, passt, und sage Speichern. Dann sagt er, dass er das Ganze auf die Maschine überträgt und dass es gespeichert ist. Kann ich sagen erledigt. Und jetzt sagt er, ich soll auf Übertragen drücken. Dann sagt er, ich soll die Annahmetaste drücken und gucken natürlich, dass meine Hände aus dem Feld draußen sind. Seht ihr, der ganze Schlitten hat sich bewegt. Kann ich sagen, schließen. Und dann sagt er, senden abgeschlossen. Jetzt wird euch hier das Ganze angezeigt, wie ihr den Unterfaden vorbereitet, und das machen wir auch gleich. Das heißt, wir machen hier auf. Dann nehmen wir den Unterfaden und ihr seht hier auch die Laufrichtung. Das heißt, er soll in diese Richtung laufen. Gehen wir das rein und hier sollte es drüber, es hat hier so einen Noppen, da sollte es drüber gefädelt werden. Dann gehen wir hier raus, um die Kurve rum, hier um die Kurve. Das heißt, es geht hier um diesen umgekehrten L herum und dann können wir das hier abschneiden. Und dann das Ganze schon wieder zumachen. Und ihr könntet, wie gesagt, hier das ganze Video angucken. Dann Vorbereitung des Magnetrahmens, zweiter Schritt. Was ich schon gemacht habe, das Vlies, was mitgeliefert wurde, das habe ich hier schon drauf gebügelt. Da müsst ihr einfach gucken, wenn ihr es so ein bisschen im Licht wendet, dann seht ihr, dass es eine Seite hat, die so glänzig ist. Das muss auf das Filz drauf, so drauf gebügelt werden, und das liegt jetzt auch unten. Magnetrahmen geht am einfachsten, wenn ihr habt hier zwei Erweiterungen, wenn ihr den, also da so ein bisschen entgegendrückt, und ich habe jetzt extra die wieder reingemacht. Ich mache das jeweils auch so, man kann es ein bisschen einfacher öffnen, wenn nichts drin ist. Das heißt, die behalte ich. Dann kommt der Stoff hier rein. Gucken, dass überall ungefähr der gleiche Abstand ist. Und der Rahmen, seht ihr auch, da wo die Warnzeichen sind, das ist unten. Und dann könnt ihr den hier drauf machen, der schnappt auch ein. Hier ist ein bisschen wenig Stoff, damit man das nur noch dran ziehen kann, aber das sitzt eigentlich schon gut. Das heißt, das muss hier trommelfest eingespannt sein. Dann können wir das Ganze auch einspannen. Ihr habt hier zwei Noppen. Da seht ihr hinten auch zwei Einsparungen oder Aussparungen, und da könnt ihr das Ganze reinschieben und ihr hört auch ein Klicken, wenn es drin ist. Und hier auf der Seite war eben dieses Graue, was jetzt aufgesprungen ist, oder na, das war vorher, lag das zusammen. Wenn der Rahmen drin ist, ist es eingespannt. Zum Rausnehmen könnte ich die einfach wieder zusammendrücken und den Rahmen rausnehmen. Als nächstes wird in der App gesagt, Vorbereitung des Oberfadens, das machen wir auch. Das heißt, ihr nehmt euren Faden und ihr seht hier auch, der sollte
sich so abwickeln, das heißt in die Richtung. Dann könnt ihr das hier anheben, das draufstülpen und dann eben die passende Größe, das heißt, das ist ein kleines bisschen größer als die Spule selber, das presse ich hier drauf. Dann geht es weiter. Und zwar, hier bei der 1 seht ihr, geht hinten rum und dann zwischen diesen Platten zieht ihn den durch. Also diese Platte hier liegt über dem Faden, ihr seid aber über dieser anderen Platte. Das heißt, hier geht hier zwischendurch und dann gehen wir über die 2 runter. Dann könnt ihr hier ringsherum gehen und wieder hochkommen, dann nach hinten ziehen, so rüberziehen und wieder nach unten ziehen. Dann seid ihr in diesem Arm eingefädelt. Dann das hier vorne ist ein bisschen tricky, weil ihr haltet hier, ihr habt ja so einen metallenen Noppen. Dann haltet ihr den Faden hier fest, geht mit dem hinteren hinten durch. Upsi, jetzt haben wir das hier eingefädelt. So. Und wenn ihr dann daran festzieht, dann hat es hier hinten ein ganz kleines Loch, ein freies Loch. Da sollte der Faden durchgehen. Und dann haben wir hier noch die 7, das heißt hier und dann hier ringsherum. Und wenn ihr hochgeht, habt ihr den Fadenabschneider. Und dann, um den Faden einzufädeln, geht ihr, also ihr drückt hier langsam runter und wieder hoch. Dann ist der Faden hier wunderbar in der Nadel drinne. Achtung, nicht wieder rausziehen. Hinten ist die Schlaufe, nicht vorne, ne? Nicht versehentlich wieder aus der Nadel rausziehen. So, das heißt, es ist eingefädelt und dann gebe ich den hier durch das Loch noch unter. Ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich euch quasi da habe, wo ich normalerweise stehen würde. Aber ich kriege es hin. So. So ist es richtig eingefädelt. Dann kann ich auf der App sagen, erledigt. Dann kann ich hier sagen, für einen Test durch. Das geht einfach darum, dass er quasi den Rahmen abfährt. Das heißt, ich muss das hier bestätigen. Dann guckt er einfach, hat er genug Platz, liegt da nichts im Weg. Dann kann ich auf der App sagen, okay. Und jetzt sagt er Start-Stopp-Taste, er sagt Stickdauer 3 Minuten, nur schwarze Farbe und dass es 1068 Stiche sind und eben schwarzes Garn. Das seht ihr auf der App. Jetzt haltet ihr hier diesen Faden kurz ein bisschen fest auf der Seite. Nicht, also haltet die Finger nicht in der Nähe der Nadel, dann könnt ihr sagen bestätigen. Dann fängt er mit den ersten Stichen an, dann gehe ich nochmal Stopptaste und schneide hier den überstehenden Faden ab und dann sage ich weiter. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Dann ist er hier auch fertig. In der App sagt er auch fertig gestickt. Ich sage beenden. Erledigt. Und dann kann ich hier den Stickrahmen auch auslösen. Und dann könnt ihr wunderbar euer Ergebnis bestaunen. Wenn ihr jetzt die weißen Fäden oben sehen würdet, das war das, was bei mir passiert ist. Wenn es nur wenig ist, dann kann es an der Fadenspannung liegen, aber so sah mein erstes Ergebnis aus und es war ganz einfach mein Fehler, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe beim Einfädeln. Und ich würde sagen, jetzt hatten wir Schwarzes, wir nehmen auch noch was Buntes und jetzt, wenn ihr den Faden wechselt, schneidet hier nicht rückwärts ziehen, also nicht das hier rausziehen, sondern ihr schneidet hier oben das ganz einfach ab und zieht den Faden unten raus. Na,
Würde man eigentlich auch bei einer Nähmaschine machen, habe ich jetzt auch erst gelernt, als ich mit dem Sticken angefangen habe. Dann können wir uns auch angucken, was wir sonst noch machen wollen. Ich bin hier auf Neu und habe gesagt Sticken. Design Editor, Zeichenwerkzeuge, automatisches Umwandeln. Ich nehme einfach den Design Editor, nehme den 10×10 Rahmen. Dann sage ich hier Plus. Nehmen wir mal Reisen. Abenteuer. Kleines Flugzeug. Das finde ich süß. Das machen wir. Dann hat es mir das auf den Arbeitsplatz genommen. Wie gesagt, ich will es jetzt in der Größe nicht ändern. Jetzt, wenn ich hier bin, will ich noch kurz gucken, wo ich denn das Ganze hin machen will. Ich sage hier schließen Layout. Nochmal Layout. Drücken Sie die Annahmetaste. So, jetzt. Also Rahmen ist drin, Annahmetaste ist gedruckt. Und jetzt sagt er mir, ich kann das Ganze positionieren, indem ich die Kamera auswähle. Ich nehme hierzu den Stickrahmen kurz noch mal raus. Und dann halte ich dann genau die Kamera. Dann drücke ich hier das Kamerasymbol. Passt. Und jetzt kann ich sagen Rahmen scannen und halte das schön über den Rahmen drüber. Und wenn er es gefunden hat, sagt er okay. Jetzt sehe ich, dass das Flugzeug wäre genau über meinem Herz. Das heißt, ich kann das hier rüber verschieben. Ein bisschen näher ran. So. Dann weiß ich, ich komme nicht zum Herz. Ich kann sagen, erledigt. Jetzt kann ich hier noch die Informationen angucken, damit ich sehe, ich habe hier 3 Garne, da steht jetzt Sprottle Garn. Aber was ich haben will, ist, ich habe Madeira Garn. Und da suche ich mir jetzt 3 passende Farben. Und ich sehe eigentlich auch gleich die Reihenfolge. Das heißt, es wird zuerst gelb sein, dann wird es blau sein und dann wird es rosa sein. Sage erledigt, sage übertragen. Dann haben wir wieder Bobbin, das haben wir ja schon gemacht. Magnetrahmen haben wir vorbereitet, das passt, den können wir noch einspannen. Ich finde diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anfang wirklich super bequem. Mit der Zeit weiß man es dann selber, ne? Aber so für den Anfang nicht schlecht. Und dann den Oberfaden. Und jetzt eben fangen wir mit Gold oder Orange oder wie man immer das nennen will. Das heißt, das war einer, der noch nicht verwendet wurde. Den spule ich hier drauf. Faden geht in die Richtung weg. Dann wäre jetzt die Kappe ist zu klein. Das heißt, ich nehme die nächstgrößere Klappe, mache die hier schön drauf. Und dann spulen wir den Faden genauso ein, wie wir es vorhin gemacht haben. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting, but then you came along. So, dann haben wir das eingespult. Dann geht es hier weiter. Wir sind eigentlich fertig. Kann ich sagen, erledigt. Test durchführen. Machen wir. Müsst ihr jetzt nicht zwingend machen. Jetzt gerade hier weiß ich ja, dass es sauber läuft. Nehme ich den Faden wieder ein bisschen rüber, damit ich den dann festhalten kann. Kann ich sagen, okay. Ihr seht jetzt auch, er hat zwischendurch den Faden abgeschnitten, hat jetzt alles Gelbe gemacht
Und hier auf der App-Seite sagt ihr jetzt eigentlich auch warten auf Garnwechsel. Das heißt, ich sehe hier als nächstes ist das Türkis oder Himmelblau dran. Und jetzt eben, wie vorhin schon gesagt, schneidet hier ab, zieht den Faden unten durch. Dann kommt der neue Faden, respektive die Spule runter. Neue Faden drauf, auch wieder die Laufrichtung, also das heißt, dass es so weggeht. So mistaken, 'cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you. Dann blinkt er hier auf und ich kann schon wieder weiterfahren. Wanna try forever and I feel so free. Oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up, cause nothing was changing. But with you it's so. Eigentlich habe ich was falsch gemacht, weil eigentlich müsste man hier, wenn man den Faden wechselt, sagen, na, draufdrücken, bis das orange ist, damit der blockiert ist, damit er nichts weitermacht. Das wäre die korrekte Vorgehensweise. That you're here, I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you. Ich sehe, dass er fertig ist und hier sagt er auch, will ich erneut? Nee, kann sagen beenden. Und erledigt. Kann man das Ganze rausnehmen. Und was ihr manchmal seht, dass ihr Sprungfäden habt. Hier zum Beispiel, von da nach da war es eine kurze Strecke, also er ist einfach rüber. Ich schneide die jeweils weg. Da hilft es, wenn ihr eine Pinzette habt. Ja. Scheint jetzt einer, der im Design drin ist, den kriege ich nicht hochgehoben. Aber ich finde es nicht so schlimm. Ist doch trotzdem ein super süßes Ergebnis. Und was ihr auf der Rückseite sehen solltet, ist ein bisschen von der Farbe, die ihr runterholt, plus natürlich den weißen Unterfaden. Dann ist die Spannung auf dem Faden eigentlich korrekt. Wie man den Bobby, also hier unten die Spule neu bespult, das habe ich euch jetzt heute nicht gezeigt, weil ich habe gerade keine freie Spule, das werde ich euch dann zeigen. Spätestens am 4. Tag, wo ich euch die Beispiele zeige, da wird garantiert eine Spule leer werden. Dann kann ich euch das noch zeigen. Wie gesagt, auf die App gehen wir noch ein bisschen weiter ein. Dann am 3. Tag, morgen gucken wir uns das Zubehör an. Und ja, ich würde einfach sagen, nehmt euch mal die Zeit, guckt euch das an. Man unterschätzt es ein bisschen im Sinne von, ja, es geht einfach, aber wenn ihr zum Beispiel vom Plotten kommt oder vom Nähen kommt, dann ist das ein komplett neues Gebiet. Das heißt, ihr müsst euch da schon ein bisschen die Zeit nehmen, guckt euch die Videos an, lest euch die Anleitung durch, ja, dass ihr da so ein bisschen reinkommt, ein Gespür dafür bekommt und dann eure Ablaufschritte quasi sich auch so ein bisschen automatisieren. Und was ich euch auch empfehlen kann, das war dieses Buch, das habe ich mir auch geholt. Das ist Sticken mit der Stickmaschine von Gabi Seeberg-Wilhelm. Die wirklich super gut die Basics abdeckt. Natürlich jetzt nicht mit der Maschine, aber ich finde, das Buch ist so angelegt, dass es eigentlich mit jeder Stickmaschine eine Hilfe ist. Und ich werde euch unten die Nummer reinmachen, aber für die, die bei Yasando Kunde sind zum Beispiel, die werden also es ist im Shop inne drin schon, dass ihr das vorbestellen könnt. Das kommt die nächsten Tage auch. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch an diesem ersten Tag mal zeigen wollte, ne, wie die ganze Maschine bedient wird, was ihr da überall für Knöpfe und alles dran habt, die ganzen Angaben zur Maschine selber, dann eben Faden einspulen, ja, und dann auch schon die ersten Motive umsetzen und natürlich eben auch, wie ihr die ersten Motive in der App drinne machen könnt. Ich hoffe, das war schon mal hilfreich für euch und
dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald! Try forever and I feel so free. Oh my sweet baby.